Moin, liebe Crowd. Heute in Teil 2 des Price Impact Videos gehen wir der Frage nach, welche Auswirkungen haben eigentlich hoher Price Impact auf meine Orders oder meinen Swap. In Teil 1 haben wir verstanden, wie Liquidity Pools funktionieren und wie der Price Impact berechnet wird aus Poolpreis und Market Price. Und heute gehen wir einen Schritt weiter und zeigen, wie du optimal deine nächsten Swaps organisierst hinsichtlich des Price Impacts. All das nach dem Intro. So, zurück im Berechnungstool, was ihr vom letzten Mal schon kennt. Ich gehe hier nochmal auf wichtige Kennzahlen ein, nämlich einmal der Mid-Price, der berechnet wird aus Tokenanzahl 1 durch Tokenanzahl 2, kann das hier auch nochmal visualisieren. Und Mark-Price, was ganz wichtig ist letztendlich die Anzahl an Token, die reingegeben werden, geteilt durch die Anzahl der Token, die rauskommen. Das bestimmt letztendlich den Price Impact und damit berechnen wir jetzt weiter. Und zwar möchte ich hier genau den gleichen Pool nochmal aufsetzen, 1000 USDT, 10.000 Crowd. Und wir wollen jetzt einfach mal 200 USDT da reingeben, was natürlich hier leicht überschlagen 20% sind. Dann sehen wir, okay, wird alles wunderbar berechnet. Ich bekomme 1662 Crowd-Token raus. Der Preis, der Mid-Price hat sich verändert von 10 Cent auf 14 Cent. Ich habe knapp 12 Cent bezahlt und der Price Impact sind 16,62. Soweit, so gut. Was würde denn jetzt passieren, wenn jemand beispielsweise die Hälfte dieser Crowd-Token, die wir bekommen haben, einfach mal wieder in die andere Richtung swappt? Wir müssten eigentlich davon ausgehen, abzüglich der Gebühren, das müsste ja irgendwas um 100 sein. So zumindest die Annahme. Und das Ganze werden wir jetzt testen, indem wir hier die ganzen Berechnungen einfach mal hier reingeben und dann sehen wir schon, okay, 828 gehen rein, das Ganze wird aufmultipliziert und aufaddiert natürlich und im Endeffekt bekommen wir 108 USDT 44 dabei raus. Das ist doch deutlich mehr als die erwarteten unter 100, weil wir mit abzüglich der Gebühren doch eigentlich davon ausgegangen sind, dass eben dieser Wert bei 100 liegt. Und der Price Impact lässt sich hier an diesem Beispiel auch ganz gut darstellen. Wir haben 16,6% Price Impact und letztendlich die Hälfte wieder zurückgetauscht und bekommen jetzt mehr als 100 zurück. Also eigentlich 8,44% mehr. Und das bezieht sich letztendlich darauf, dass wir mal die Preise miteinander vergleichen müssen, weil der Price Impact teilt letztendlich den ursprünglichen Mid-Price durch den neuen Market Price. Und was wir jetzt noch einmal berechnen wollen, ist letztendlich der Mid-Price geteilt durch den Market Price. Und dann sehen wir schon, dass wir hier einen sehr viel höheren Price Impact haben, nämlich genau diese 20%, die wir ursprünglich hier auch reingegeben haben. Und das Schöne ist jetzt, wir können jetzt hier mit dieser Formel, die wir hier definiert haben, können wir einfach mal gucken, wie ist denn das, wenn wir jetzt nur 20 USDT reingeben, was ja lediglich 2% sind. Das wird uns hier auch ausgerechnet. Wir sehen auch, der Price Impact liegt bei 2% und das hat letztendlich auch Einfluss auf das Ergebnis, weil wenn ich jetzt nämlich hier die Hälfte dieser Crowd-Token wieder zurücktauschen möchte, dann bekomme ich anstatt 10 lediglich 10,04, also lediglich 0,04 Crowd mehr aufgrund des Price Impacts, der natürlich hier an dieser Stelle gar nicht da ist. Insofern können wir hier schon festhalten, wenn ich Price Impacts habe, die über 5% oder so hinausgehen, dann werde ich immer sozusagen in der Konterorder oder in dem returnierenden Swap letztendlich einen gewissen Vorteil haben gegenüber demjenigen, der letztendlich den hohen Price Impact zu zahlen hat. Wir schauen uns jetzt noch an, was ihr machen könnt, um den Price Impact zu senken oder zumindest
eine bessere Option zu finden, um letztendlich einen optimaleren oder effizienteren Swap hinzubekommen. Und dazu schauen wir uns hier das Beispiel nochmal an. Wenn nämlich diese beiden Prozentzahlen, denkt euch das Minus hier mal weg, weit auseinander liegen, dann ist der Price Impact nicht auf eurer Seite. Also Price Impact ist nie auf eurer Seite, aber hier ist er nicht auf eurer Seite. Wenn wir hingegen lediglich 20 USDT nehmen, liegen diese beiden Werte schon näher beieinander. Und ich habe das Ganze jetzt einmal vorbereitet. Wenn ihr 200 USDT in diesem Pool unterbringen wolltet, hättet ihr Price Impact von 16,62 oder aber zu den neuen Preisen, also A, Marktpreis, Midpreis, hättet ihr fast 20% Price Impact. Was könnt ihr also machen, was auch natürlich nahe liegt? Ihr könnt das Ganze aufteilen, ja, 4 mal 50 hintereinander weg, ohne dass irgendjemand dazwischen grätscht. Und dann sehen wir auch, ihr habt auch 1662,49. Also ihr kommt auf das gleiche Ergebnis und das zeigt letztendlich, dass dieser Automated Market Maker ganz gut funktioniert. Es ist egal, ob ihr sozusagen 200 in einem Swap oder 4 mal 50 letztendlich aufteilt. Unterschied ist, der Price Impact ist geringfügig anders. Also wir haben hier zwar 18%, wir könnten das Ganze auch nochmal ein wenig genauer hinbekommen, nämlich 17,7 zu 18,6. Das zeigt uns schon, dass diese Werte hier näher beieinander liegen. Und warum das der Fall ist, zeige ich euch gleich. Abschließend schauen wir uns jetzt noch dieses Beispiel an, und zwar in der Zwischenzeit hat jemand in die andere Richtung geswappt. Das heißt, hier werden 400 Crowd in 42,19 USDT getauscht und dadurch ändert sich einiges, nicht so viel beim Price Impact, ja, der wird sogar noch etwas höher. Wir sind hier aber auch wieder letztendlich näher beieinander zwischen diesen Prozentzahlen. Und ganz entscheidend, anstatt 16,62 bekommen wir jetzt 17,57. Das liegt einfach daran, dass wir zum Teil diese 400 Crowd-Token oder der Price Impact, der da enthalten ist, letztendlich wieder gut geschrieben bekommen. Wir könnten den jetzt hier ausrechnen, dann würde sich das Ganze hier natürlich reduzieren, weil wir eben diesen Swap letztendlich als negativen Price Impact bei uns mit aufnehmen müssten. Habe ich jetzt hier aber an der Stelle nicht gemacht, um das Ganze zu vereinheitlichen. Nein, zu vereinfachen, so muss es heißen. Wenn man das Ganze jetzt hier ein bisschen erweitert und das gar noch etwas höher macht, der Swap, der von der Anzahl, der in die andere Richtung gehandelt wurde, dann sehen wir, dass wir nicht nur knapp 100 Token mehr bekommen, sondern jetzt schon fast 200. Und das liegt halt eindeutig am Price Impact. Das war Teil 2 zum Price Impact. Wenn ihr noch einen dritten Teil sehen wollt, wo wir vielleicht mal den USDT Crowd Pool in wunderbarer Gänze und auch real an diesem Beispiel mal ein paar Orders durchspielen sollen oder Swaps durchführen, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall ein Like da und wenn ihr neu hier seid, abonniert den Kanal und haut nochmal ordentlich auf die Glocke, damit ihr auch kein Video mehr verpasst. Fassen wir nochmal einmal kurz zusammen. Wir haben gesehen, dass 3 Punkte eigentlich wichtig sind. Achtet darauf, wenn es Swaps gibt, die hohe Preis-Impacts in sich tragen, dann könnt ihr davon profitieren, wenn ihr in die Gegenrichtung handelt. Wenn ihr vorhabt, irgendwelche Pools zu nutzen und größere Swaps durchzuführen, dann teilt diese Swaps auf. Dann habt ihr immer die Möglichkeit, auch bei Swaps in die Gegenrichtung letztendlich davon zu profitieren. Und wenn ihr es ausrechnen könnt, dann beachtet bitte Preis-Impact und Market Price zu Mid-Price oder Pool-Price-Ratio. Je näher diese zusammen ist, desto besser für euch. Ihr seid jetzt Preis-Impact-Profis. Ich bin raus. Crowd out.